als Präsidentschaft muss ich 27 Mitgliedstaaten vertreten und gucken, dass ich zu Ergebnissen komme. Das heißt, dann schlüpfe ich in die Rolle des ehrlichen Maklers, der zwischen den Mitgliedstaaten vermittelt und die nationalen Interessen etwas hinanstellt, ohne die jetzt komplett zu vernachlässigen. Das Ziel ist dann halt, dass wir Kompromisse erzielen und bestimmte Fragen lösen und Europa voranbringen. Es geht eben darum, dass wir innerhalb der EU für alle Menschen irgendwie ein gutes Leben garantieren wollen, wo die Menschen gleich behandelt werden, wo sie fair behandelt werden, wo wir versuchen, Wohlstand zu kreieren. Also es gibt viele Ansatzpunkte, die manchmal so ein bisschen theoretisch klingen, aber dann am Ende des Tages doch sehr konkret sind. Die Entscheidungen der EU-Staats- und Regierungschefs werden hier mit vorbereitet. In der STEF, der ständigen Vertretung Deutschlands bei der EU. Für Botschafter Michael Klaus beginnt die Arbeitswoche am Sonntag. Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern bespricht er die Termine der kommenden Woche. Also es gibt viele Themen, die können wir nur europäisch lösen, wie zum Beispiel das Thema Migration. Das macht halt an den nationalstaatlichen Grenzen keinen Halt, genauso wenig wie das Thema Klimaveränderung. Und so ist es mit den meisten Themen heute. Und das versuchen wir halt voranzubringen. In Bezug auf die Verordnung, wie weit sind wir da? Europäische Lösungen für die Menschen in Europa. Auch für die stellvertretende ständige Vertreterin Susanne Čech-Konduros der Kern ihrer Arbeit. Europa ist etwas, was für viele in den Mitgliedstaaten, glaube ich, etwas ist, was sehr weit weg ist. Von daher geht es darum, dass wir versuchen, hier Politik zu machen, die eben den Menschen tatsächlich etwas bringt in Europa. Jedes Mitgliedsland hat eine eigene ständige Vertretung in Brüssel. Gemeinsam arbeiten sie daran, Europa voranzubringen. Wir fangen an auf der unteren Ebene, das sind die Experten, die sich auf der Ratsarbeitsgruppenebene treffen. Dann ist der Ausschuss der ständigen Vertreter schon ein politisches Gremium und darüber kommt der Rat. In all diesen Gremien sind immer alle 27 Mitgliedstaaten vertreten und hier gibt es viele Ratsarbeitsgruppen und Komitees und Ausschüsse, wo eben die ganze Rechtsetzungsarbeit und die politische Arbeit abläuft. Und die müssen die wichtigsten technischen Fragen geklärt haben und das so zusammengedampft haben, dass wir am Ende einige wenige politische Dinge haben, die wir diskutieren können. Und zwar im Rat der Europäischen Union. Hier übernimmt jedes Land jeweils für ein halbes Jahr die Führung. Deutschland hat noch bis Jahresende die Ratspräsidentschaft. Viel Arbeit für das Team der ständigen Vertretung. 6 Tage die Woche durcharbeiten und am 7. Tag viel telefonieren und ansonsten wenig Schlaf. Eine große Herausforderung, eine große Ehre, eine tolle Erfahrung. Ich hatte bis jetzt keine Ratspräsidentschaft mitgemacht. Das heißt, ich freue mich, dass ich das eben jetzt hier und vor allen Dingen an dieser Stelle eben mitmachen darf. Zusätzlich erschwert wird die Arbeit in Brüssel durch die Corona-Pandemie. Oh, die Corona-Pandemie hat doch schon sehr in unseren Präsidentschaftskalender eingegriffen. Hier in Brüssel auch sehen wir, dass viele physische Sitzungen nicht stattfinden können. Wir müssen mehr und mehr auf Videokonferenzen umschalten, das auch rechtliche Probleme mit sich bringt, weil wir der Geschäftsordnung des Rates eben eigentlich ist es so vorgesehen, dass wir uns physisch treffen, um Beschlüsse zu fassen. Einen Konsens finden, eine Einigung erzielen. Die eigentliche Arbeit für die Botschafter findet abseits der Gremien statt. Es gibt ja einmal diese offizielle Runde im Ausschuss der ständigen Vertreter. Da trägt jeder die nationale Position vor und dann, wenn die gesprochen haben, naja, dann setzt man sich so mit 2 oder 3 Leuten zusammen und sagt, so, ich sag mal ganz offen, wie kommen wir denn hier voran? Ja? Und guck mal, können wir das nicht so machen? Ich gebe dir dieses, gibst du mir jenes und das ist dann diese eigentliche Kompromissfindung. Manchmal ist es eben so, dass wir dann auch noch innerhalb der Ausschusssitzung zu Kompromissen kommen müssen. Das heißt, es wird unterbrochen, dann gibt es kleine Kreise, die sich treffen, um Kompromisse auszuhandeln und dann gehen wir wieder zurück in die Ausschusssitzung. Das ist so unsere Arbeit, die wir da erledigen. Es gibt nicht ein richtiges, sondern es ist ein Kompromiss mit 27 Mitgliedstaaten. Getreu dem Motto der deutschen Ratspräsidentschaft: Gemeinsam Europa wieder stark machen. Wir als deutsche Ratspräsidentschaft, wir wollen Europa voranbringen. Wir glauben, dass wir in einer Welt, wie wir sie momentan haben, dass wir als Europa nur dann wahrgenommen, ernst genommen werden von den anderen internationalen Partnern, wenn wir zusammen agieren. Dann wird es ein starkes Europa und genau das ist das, was wir wollen.